Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil von Robertos C3. Hier seht ihr nochmal, wie er sie zum ersten Mal in Empfang genommen hat und sich über die Ankunft in Deutschland gefreut hat. Das war ein USA-Kauf und hier sieht man ihn vor 40 Jahren, wo er das erste Mal auf einem Opel GT stand und eben auch da das Interesse für die Corvette C3 so ein bisschen entstanden ist und sich dann weiterentwickelt hat. Ja, wir haben das Auto dann hochgenommen und erstmal inspiziert. Und ja, ich nehme jetzt mal die einzelnen Punkte auf, was alles so ansteht. Viel Spaß! Ja, ich habe jetzt die ersten Arbeiten hier angefangen an der Corvette. Und zwar habe ich begonnen an der Hinterachse. Und zwar mit den Strut Rods. Das sind hier die Sturzstreben, die nach unten gehen. Da gibt es verschiedene bei der Corvette. Es gibt einmal welche, die haben einen Exzenter. Das hier ist Original. Also hier mit diesem Exzenter wird der Sturz der Räder eingestellt. Also ob die Räder so stehen oder ob die Räder ein bisschen negativen Sturz haben oder positiven Sturz. Und das kann man entweder hier mit diesem originalen Exzenter einstellen. Also das heißt, so gehen die Räder unten weiter raus oder so gehen die Räder von unten ein bisschen nach innen. Es gibt allerdings auch im Aftermarket hier diese Art Strut Rods. Da kann man dann hier, ähnlich wie bei einem Spurstangenkopf, das Ganze verstellen und da ist einmal ein Linksgewinde und einmal ein Rechtsgewinde und dann geht das entweder auseinander oder zusammen und dadurch kann man auch den Sturz einstellen. Also das heißt, ich habe jetzt hier schon mal angefangen, zum einen hier die Federgummis zu wechseln. Ich habe neue Stoßdämpfer hier hinten eingebaut und hier jetzt die Strut Rods verbaut. Was man auch immer aufpassen muss, wenn man ein Auto jetzt importiert aus den USA, oftmals sind die Sättel undicht. Hier bei dem scheint er auch schon undicht gewesen zu sein. Das heißt, man kann da manchmal so reinschauen. Da sieht man dann Feuchtigkeit. Es ist jetzt aktuell nichts feucht, aber er scheint schon mal undicht gewesen zu sein. Kann natürlich auch sein, dass er schon mal undicht war und dann abgedichtet wurde und jetzt einfach aktuell dicht ist. Das muss man aber jetzt genau beobachten. Also wenn man natürlich hier unten schon einen Tropfen oder so dran hängen sieht, dann weiß man immer direkt Bescheid. Okay, sofort wechseln. So würde ich jetzt auf den ersten Eindruck, wenn man auf Nummer sicher gehen will, tauschen, aber so kann man es auch noch mal beobachten, kann auch mal entlüften, kann auch sein, wenn die länger gestanden haben, dass sie dann undicht werden, muss man eben jetzt beobachten, genau. So, hier, wie gesagt, das hier sind die Federgummis, oben der Anschlagspuffer war auch kaputt, neue Stoßdämpfer, da wird das hier über dieses Gelenk, da kommt jetzt der Stoßdämpfer rein und der hält auch hier über diese Öse dann den Strut Rod hier. Das Ganze wird mit Splinten gesichert, hat überall Splinte drauf, deswegen nimmt man auch hier diese Castle Nuts, die Kronenmuttern, und dann ist das Ganze an der Hinterachse vorerst schon mal erledigt. Und ja, an der Vorderachse geht es dann weiter. Das zeige ich euch als nächstes. Okay. Ja, hier sieht man auch nochmal die originalen Strut Rods. Der Grund, warum ich die erneuert habe, ist eben hier, weil die Gummis sich aufgelöst haben und dann sich diese Öse hier im Inneren, die Buchse, die drückt sich dann natürlich jedes Mal, wenn man über ein Schlagloch fährt, entweder nach links oder nach rechts, und dadurch würde sich jetzt das Rad jedes Mal, wenn man über ein Schlagloch fährt, ein Stück hier im Sturz verändern. Und das ist eben der Grund, warum man die, wenn die Gummis kaputt sind, erneuern muss. Man kann auch nur die Buchsen tauschen, das ist auch eine Möglichkeit, die gibt es auch immer. Meistens macht es aber wenig Sinn, weil man kann die komplett fertig kaufen und dann erspart man sich eben Arbeit. Hier sieht man auch nochmal den Exzenter, den originalen, und der hat diese Schraube eben nicht in der Mitte, sondern exzentrisch, und dadurch kann der, wenn der hier fixiert ist, verändert sich dann hier eben die Länge dadurch. Hier sieht man diesen Anschlagspuffer
Und ich habe auch noch zusätzlich die Bremsschläuche erneuert, weil die Schläuche, die drauf waren, die waren noch nicht extrem porös, aber die waren zumindest haben schon angefangen, Risse zu bilden. Und deswegen, die kann man auch immer prüfen. Das sieht man ja auch, die sind auch schon älter. Wenn man die so ein bisschen zur Seite drückt und man sieht dann schon so kleine Risse. Hier auf dem Video sieht man es leider nicht so gut wie in Realität. Dann werden die eben durch neue Schläuche hier ersetzt. Hier kann man die sehen. Und dann halten die auch wieder 15 Jahre oder 10 Jahre. Ja, ich habe mich jetzt doch entschieden, hier diesen hinteren rechten Bremssattel zu wechseln. Ich hatte das ja eben angesprochen, der alte, der war ein bisschen feucht gewesen. Und nachdem ich den jetzt entlüftet hatte und ein paar Mal Druck drauf gegeben hat, hat man auch wieder ein paar Tropfen hier unten gesehen. Und deswegen ist da jetzt ein neuer montiert. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also da sollte man normalerweise immer aufs Nummer sicher gehen. So, nachdem ich jetzt mit der Hinterachse soweit durch bin, geht es weiter hier an der Bremsanlage. Ich habe da so ein Entlüftergerät, beziehungsweise man kann damit Druck aufs System geben. Da hat man quasi eine Druckflasche hier und kann dann einen Überdruck erzeugen. Und das ist so eine Platte, die wird oben auf dem Hauptbremszylinder befestigt und dann drückt die Bremsflüssigkeit hier durch und dann kann man am Entlüfternippel öffnen und braucht keinen zweiten Mann zum Entlüften. Und das Entlüften klappt auch deutlich besser, wie wenn man es mit der Pumpmethode macht. Man kann aber auch die Pumpmethode machen, die ist auch okay bei der Corvette. Mit Vakuum entlüften finde ich persönlich nicht so toll, aber jeder macht da seine eigenen Erfahrungen. Ich sauge, bevor ich da Druck drauf gebe, immer erst die alte Bremsflüssigkeit ab, hier mit einer solchen Spritze. Dann pumpt man nicht die alte Flüssigkeit und den Dreck da durch das ganze System. Das kann man auch hier sehr schön sehen. Also hier bei dem Auto auch besonders zu sehen. Hier Bremsflüssigkeit. Sieht schon sehr kurios aus. Wohlgemerkt, das Auto hat ganz normal gebremst. So sieht das eigentlich normal aus. So sieht es vorne aus. Warum das jetzt vorne rostiger ist und dickflüssiger ist als hinten, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Aber ja, so sollte Bremsflüssigkeit eigentlich nicht aussehen. Und ich mache das Ganze jetzt sauber, mache neue Bremsflüssigkeit rein. Bei der Corvette ist auch besonders wichtig, ihr solltet auf jeden Fall hier DOT3 Bremsflüssigkeit dort reinmachen. Keine DOT4. Grundsätzlich kann man das so sagen, dass DOT4 Bremsflüssigkeit eigentlich der DOT3 überlegen ist, aber es ist auch etwas aggressiver und besonders bei den alten Bremsanlagen, oftmals steht auch beim Hauptbremszylinder, steht immer dabei, ausschließlich mit DOT3 befüllen, weil es einfach in der Vergangenheit schon öfters zu Undichtigkeiten kam und ich fülle einfach in das System das rein, was auch laut dem Hersteller vorgegeben ist. Das seht ihr hier auch nochmal auf dem Deckel. Ich hoffe, man kann es lesen. Steht auch drauf, use only DOT3 fluid from a sealed container. Also achtet da drauf und dann habt ihr eigentlich auch keine Probleme mit der Bremse. Ja, hier kann man sehr schön das Hauptproblem an der Corvette C3 Bremse sehen. Und zwar ist es einfach so, der Hauptbremszylinder und auch das Reservoir hier bei der C3 ist aus Grauguss gefertigt und das bedeutet, das kann korrodieren und rosten. Und ihr kennt sicherlich die Bremse jetzt bei moderneren Fahrzeugen oder auch bei der C4 schon oder bei der C5, C6, C7. Da sind das Kunststoffbehälter und man hat das nicht ohne Grund geändert, weil, wie gesagt, man sieht ja hier, dass hauptsächlich in den Reservoirs das Ganze rostet und dieser Rost sich dann natürlich in die Flüssigkeit absetzt und dann kleine Rostpartikel durch die Bremse halt durchgehen und eben dann auch die Dichtungen beschädigen und eben auch im System teilweise auch Verstopfungen anrichten und Undichtigkeiten hervorrufen. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr schon die Bremsflüssigkeit wechselt, macht das so gut es geht sauber und füllt das dann mit ganz neuer Bremsflüssigkeit auf. So, das ganze System ist jetzt hier vorbereitet.
Die Schraubzwinge fixiert den Deckel hier auf dem Hauptbremszylinder und das Gerät ist schon mal mit Druck befüllt. Ich habe da gerade eben dran gepumpt und jetzt gehen wir hier an die Hinterräder und öffnen die Entlüfternippel und dann kommt hier die Bremsflüssigkeit raus. Da gibt es auch eine Besonderheit, weil die Corvette hat nämlich einen inneren Entlüfternippel und einen äußeren Entlüfternippel. Ja, man kann jetzt die Flasche zum Entlüften hier auf den Trailing-Arm setzen und da ist ein solcher durchsichtiger Schlauch dran. Da kann man schön die Bremsflüssigkeit drin sehen und da ist hier so ein Mundstück dran. Das passt sehr gut auf den Entlüfternippel und wenn man den jetzt aufdreht hier, dann kommt die Bremsflüssigkeit hier geflossen und man sieht auch sehr schön, wenn da Luft drin ist. Und ich nehme jetzt zum einfachen Auf- und Zumachen hier einen Maulschlüssel, um die Entlüfternippel ursprünglich anfangs zu öffnen. Solltet ihr aber auf jeden Fall einen 6-Kant-Schlüssel nehmen, also auch nicht einen 12-Kant, weil dann rutscht er zu leicht ab. Ihr braucht auf jeden Fall hier einen 5/16 6-Kant und ihr macht es euch auf jeden Fall leichter, wenn ihr da einen langen nehmt. Da habt ihr ein schönes Gefühl dafür, ob ihr zu wenig oder zu viel Kraft aufwendet. Und ja, dann öffnet man den langsam und hält den am besten nach oben. Dann sieht man auch schön, wenn die Luft kommt, beziehungsweise die Bremsflüssigkeit. Hier in dem Fall. Da kommt jetzt eine kleine Luftblase, da noch eine. Da sieht man immer sehr schön, wenn hier eben noch Luft im System ist. Das Ganze wird jetzt nach und nach, geht die jetzt da raus und man sollte das so lange entlüften, bis nur noch Bremsflüssigkeit kommt. Und bei den hinteren sind, wie gesagt, das sind Innenentlüfternippel und Außenentlüfternippel und ich habe es mir zur Regel gemacht, dass ich innen anfange und dann nach außen gehe. Es gibt da auch eine Prozedur. Normalerweise fängt man hinten rechts an, also am weitesten Weg zum Hauptbremszylinder, dann nach hinten links, dann nach vorne rechts, dann nach vorne links. Wichtig ist eben, dass nachher auf jeden Fall alle Entlüfternippel offen waren. So, und dann lässt man das so lange laufen, bis hier nachher klare Bremsflüssigkeit kommt nachher und keine Luft mehr hier gefördert wird. So, ich bin hier fertig mit dem Entlüften und werde das Auto jetzt mal auf der Straße testen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr nicht sofort losfahrt und euch plötzlich darüber wundert, dass das Pedal bis zum Boden sackt. Das kann durchaus beim Entlüften erstmal passieren. Deswegen seid da sehr vorsichtig und testet das erstmal auf der Bühne, ob ihr Druck habt. Ja, wie es bei der Corvette weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, was sonst noch alles zu machen ist hier am Wagen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao!